Der Goldpreis steigt seit Monaten und niemand kann erklären, warum. Natürlich, die politische Unsicherheit in der Welt ist groß. Das Finanzsystem scheint für so manchen schon aus dem letzten Loch zu pfeifen. Und Gold ist ein sicherer Hafen. Aber an dieser grundlegenden Schieflage in der Welt hat sich seit Jahren wenig geändert. Warum steigt Gold gerade jetzt? In diesem Video will ich einen Erklärungsversuch wagen. Was ich in diesem Video behandle, betrifft dich übrigens ganz konkret, vor allem wenn du Vermögen hast. Gold und Vermögenssicherung, diese Begriffe sind untrennbar miteinander verbunden. Und weil wir uns, wie jeder weiß und auch der Goldpreis belegt, langsam auf eine Zuspitzung der Lage zubewegen, solltest du handeln, solange man noch handeln kann. Im besten Fall können die geopolitischen und finanzsystemrelevanten Entwicklungen, die den Goldrun befeuern, dazu führen, dass westliche Staaten zur Finanzierung die Einkommen und Vermögen in nie gekanntem Maß besteuern müssen. Und die EU legt gerade die Weichen dazu, wie du weißt. Da soll das Vermögensregister hier EU-weit implementiert werden. Eine Superbehörde AMLA wird weitreichende Rechte haben, die Geldströme auch im Kryptobereich hier detailliert zu überwachen. Und die Deutschen trifft das potenziell härter als andere Völker, denn wir haben im Grundgesetz verankert, dass man die Vermögen per sogenanntem Lastenausgleich enteignen darf. Genau, das steht im Grundgesetz drin. Wir werden deshalb Anfang Juli 2024 ein weiteres Seminar zum Thema Vermögensaufbau und Vermögenssicherung außerhalb der EU organisieren, diesmal in Zürich. Dort zeigen wir dir unter anderem, wie du schon jetzt deinen Plan B außerhalb der EU in die Tat umsetzen kannst, indem du zum Beispiel weitere Staatsbürgerschaften erwirbst, Auslandskonten eröffnest, Vermögen im Nicht-EU-Ausland aufbaust und so weiter und so weiter. Mehr dazu am Ende dieses Videos. Kommen wir nun aber zur Sache. Eine mysteriöse Macht sucht seit Monaten die Goldmärkte weltweit heim. Sie agiert im Verborgenen. Auf dem Londoner Goldmarkt oder dem Chicago Mercantile hinterlässt diese Macht keine Spuren. Die Masse der Kleinanleger ist es nicht. ETF-Goldfonds verlieren seit Dezember an Zulauf. Kleinanleger, so scheint es, stürzen sich momentan auf Bitcoin und andere Kryptowährungen als alternativen Wertspeicher. Der Goldpreis hat kürzlich zum ersten Mal seit 4 Jahren die magische Grenze von 2000 US-Dollar pro Feinunze durchbrochen, ist dann seit Mitte Februar stark gestiegen und hat am 11. April ein Allzeithoch von 2431 US-Dollar erreicht. Nach dem gefährlichen Scharmützel zwischen dem Iran und Israel lag der Goldpreis am 19. April immerhin noch bei 2392 US-Dollar. Man muss sich fragen, bereitet sich hier jemand auf eine Eskalation des Dritten Weltkriegs vor, der unterschwellig bereits seit Jahren als Stellvertreterkrieg geführt wird und durch die gegenseitigen Angriffe Israels und Irans ganz neue Ausmaße anzunehmen droht? Hinter den massiven Goldkäufen steckt keine westliche Institution. Es handelt sich um einen mächtigen Player mit sehr tiefen Taschen. Ich habe diese Art von Käufen noch nie gesehen. Das sagt Ross Norman, ein erfahrener Goldhändler und jetzt Geschäftsführer des britischen Unternehmens Metals Daily. Gold hat trotz eines Gegenwinds, eines starken US-Dollars, eines Anstiegs der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um 70% und restriktiver Äußerungen der Federal Reserve neue Rekorde erreicht. Diese Mischung würde normalerweise Probleme für den Goldkurs bedeuten, nicht aber heute. Wer auch immer der mysteriöse Goldkäufer ist oder sie sind, Geld scheint für ihn oder sie keine Rolle zu spielen. Zentralbanken verhalten sich garantiert nicht so. Sie kaufen auf der Londoner Benchmark und treiben nicht den Preis nach oben, sagt Norman.
Diese Rallye findet auf dem OTC-Markt also außerbörslich statt. Ja, natürlich, Chinas Zentralbank hat 17 Monate in Folge ihre Goldreserven aufgestockt, was Teil der allmählichen Portfolioverlagerung weg von US-Staatsanleihen und europäischen Anleihen durch den globalen Süden ist. Im Vergleich zu Ländern wie Deutschland oder den USA besitzt China immer noch relativ geringe Goldreserven. Zumindest offiziell. Die Verwendung des US-Dollars als Waffe im Krieg in der Ukraine hat jedes Land verunsichert, das mit der autoritären Achse Chinas und Russlands verbündet ist. Keins dieser Länder kann sich mehr sicher fühlen, Geld in westlichen Wertpapieren zu parken, nachdem Russlands Devisenreserven eingefroren wurden. Und dennoch, der Umfang der Goldkäufe durch diese Länder ist bescheiden. Nach Angaben des World Gold Council kauften die Zentralbanken im Februar netto 18 Tonnen, 12 in China, 6 in Kasachstan und Indien, 4 in der Türkei, teilweise ausgeglichen durch russische Verkäufe. Dadurch wird die Nadel kaum bewegt. Und ja, du hast recht, auch chinesische Kleinanleger haben Gold gekauft. Edelmetalle sind der einzige Zufluchtsort vor dem Immobiliencrash und dem Einbruch an der Börse in Shanghai. Aber auch dies allein kann den Preisanstieg nicht erklären. Herr Norman sagt, der Goldfluss nach Asien sei im normalen Rahmen geblieben. Ich persönlich habe 2 mögliche Erklärungen für den steigenden Goldpreis. Ein geopolitischer Lösungsansatz und einer, der sich eher um den Zustand unseres Finanzsystems dreht. Seit 3 Jahren ist klar, dass Russland, China und der Iran in Absprache agieren und sich gegenseitig opportunistisch unterstützen. Alle 3 haben sich in einen kriegerischen Extremnationalismus als Mittel zum Überleben ihrer Regimes geflüchtet und alle zielen darauf ab, sich gegenüber dem tödlich selbstgefälligen Westen zu behaupten, solange es noch geht. Diese Bedrohung an 3 Fronten hat einen gefährlichen Punkt erreicht. Trotz der offensichtlichen Bedrohungen hat keiner der großen Demokratien damit begonnen, ihre Volkswirtschaft auf einen möglichen Krieg signifikanten Ausmaßes umzustellen. Wir sind total blind und stecken den Kopf in den Sand. Der Westen, insbesondere die Republikaner in den USA in den letzten Monaten, hat die Ukraine lange im Stich gelassen. Oder schlimmer noch, wir haben verhindert, dass die Ukraine russische Ölanlagen mit westlichen Waffen angreift. Wir haben damit die Tür für einen K.O.-Schlag des Kremls noch in diesem Sommer weit offen gelassen. Iran wurde durch Putins militärisches Comeback ermutigt und verfügt über eine prall gefüllte Kriegskasse. Joe Biden ist so besorgt über steigende Benzinpreise, dass er die Augen davor verschlossen hat, dass das Regime im Iran routinemäßig die Sanktionen umgeht und Unmengen an Öl illegal verkauft. Dies hat es Teheran ermöglicht, seine Schachfiguren im Nahen Osten vorteilhaft zu positionieren und konnte nun erstmal einen direkten Raketenangriff gegen Israel wagen. Der 3. Dominostein ist noch nicht gefallen, aber China weiß, dass der Westen seinen Vorrat an militärischer Ausrüstung aufgebraucht hat, um die beiden oben genannten Konflikte einzudämmen. Xi Jinping könnte dies für einen idealen Zeitpunkt halten, um die Schlinge um Taiwan mit einer See- und Luftblockade enger zu ziehen und so die Versorgung des Westens mit modernen Chips zu unterbinden oder sie wenigstens zu gefährden. Dies wiederum würde im Westen zu einer Wirtschaftskrise nie gekannten Ausmaßes führen, welche die Folgen der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren noch in den Schatten stellt. Wie würde der Westen darauf reagieren? Unter Goldexperten besteht der starke Verdacht, dass China hinter dem Anstieg der Goldkäufe steckt und über staatlich kontrollierte Banken und Mittelsmänner eine Goldtruhe als Kriegskasse aufbaut. Aber auch andere können erkennen, dass wir eine grundlegende Erschütterung der Weltordnung durchleben und dass das Dollar-Finanzsystem am Ende nicht mehr dasselbe sein wird. Gold ist die Absicherung gegen Dystopie. Es gibt jedoch noch eine weitere Erklärung für den Goldboom. Covid hat unseren verschwenderischen Regierungen endgültig das finanzielle Genick gebrochen. Im Hedgefondsbereich ist die Rede davon,
dass einige sehr große Player Wetten gegen die unsägliche Schuldenpolitik der westlichen Länder platzieren. Es ist eine weit verbreitete Meinung in der Finanzbranche, dass viele Länder die Staatsverschuldung auf über 100% des Bruttoinlandsprodukts und an einen Punkt getrieben haben, an dem es unter den vorherrschenden Wirtschaftsideologien kein Zurück mehr gibt. Die Haushaltsdefizite haben historische Grenzen überschritten und befinden sich auf einem für diese Phase des Zyklus strukturell unhaltbaren Niveau. Die Zentralbanken werden in diesem Szenario die Zinsen senken. Sie werden die Inflation hochlaufen lassen, um den Staaten dabei zu helfen, ihre Schulden durch den Wertverfall des Geldes zu reduzieren. Man könnte argumentieren, dass sie dies bereits getan haben, indem sie während der Pandemie eine extreme Geldschöpfung betrieben haben. Die Bank of Japan zum Beispiel weigert sich, die Zinsen über Null anzuheben oder Anleihenkäufe zu stoppen, obwohl die Kerninflation bei nur 2,8% liegt. So sieht eine Schuldenfalle aus, meine Damen und Herren. Mit einer Schuldenquote von über 260% des BIP kann Japan nicht zu einer gesunden Währung zurückkehren, ohne eine Finanzkrise zu riskieren. Aber auch die Europäische Zentralbank steckt in einer Schuldenfalle. Selbst als die Inflation über 10% lag, kaufte sie tonnenweise Club-Med-Anleihen, letztlich mit Geldern deutscher Steuerzahler. Dies war offensichtlich eine fiskalische Rettung für halbzahlungsunfähige Staaten. Die EZB hat sich vorerst zwar zurückgezogen, wird aber beim nächsten Abschwung gezwungen sein, Italien erneut mit als Anleihekauf getarnten Steuertransfers abzuschirmen. Die Fed hat die riesigen Defizite von Trump und Biden weitgehend monetarisiert. Sie steht nun vor einer unangenehmen Wahl. Entweder sie bleibt auf Kurs gegen die Inflation auf die Gefahr hin, dass es zu einer Finanzierungskrise in den USA, einer Krise im Gewerbe-, Immobilien- und Bankensektor und einer Rezession kommt, die alle in eine Rückkehr zu mehr Schulden enden. Oder sie senkt die Zinsen hart und schnell, bevor die Inflation unter Kontrolle ist, was ebenfalls zu mehr Schulden führt. Spürt der Goldmarkt vielleicht dieses Dilemma? Natürlich ist der Goldanstieg möglicherweise nichts anderes als die Spekulation von Investmentfonds, die über den Optionsmarkt einen Druck auf goldbaren Shorts inszenieren, wohl wissend, dass dies eine sich selbst befeuernde Rückkopplungsschleife auslöst. Wenn ja, wird die Rallye schnell wieder abflauen. Was ist meine Meinung, fragst du? Ich wette, dass ein großes Tier mit chinesischem Akzent sich auf geopolitische oder monetäre Unruhen traumatischen Maßes vorbereitet. Und ich glaube, dass dies der wahre Grund für den Anstieg des Goldpreises ist. Was bedeutet das Ganze nun für dein Vermögen? Ganz egal, welche der hier genannten Optionen du für das wahrscheinlichste Szenario hältst, für dein Vermögen sieht es jedenfalls schlecht aus. Denn die Regierungen des Westens werden Steuern erhöhen müssen auf Einkommen und Vermögen, wie wir es noch nie gesehen haben, um mit diesen neuerlichen, gigantischen Krisen irgendwie fertig zu werden. Wenn man überhaupt davon ausgehen kann, dass man damit fertig werden kann, was alles andere als sicher ist. Wenn du also Vermögen hast, und hier reden wir jetzt nicht von gigantischen Vermögen wie die von Elon Musk oder Bill Gates. Aber wenn du Vermögen hast, sagen wir zum Beispiel Immobilien, Firmenbeteiligungen, ein Depot, dann solltest du dir jetzt ganz konkret Gedanken dazu machen, wie du dein Vermögen in Sicherheit bringen kannst. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, die EU hat gerade die Weichen gestellt hier für eine Besteuerung der Vermögen in Zukunft. Frau von der Leyen hat ganz klar gesagt, dass das ihr Ziel ist und sie gegen die Kapitalflucht aus der EU heraus damit vorgehen will. Es wird ein Vermögensregister geben, es wird eine Begrenzung vom Bargeld geben, es wird eine detaillierte Kontrolle der Finanzströme geben, inklusive aller Kryptotransaktionen über 1.000 Euro. Und das hat alles meiner Meinung nach das Ziel, um im Falle eines Falles hier auf Vermögen zugreifen zu können, wenn es denn notwendig sein sollte. Ich hatte am Anfang schon gesagt, die Deutschen haben es hier doppelt schwer,
denn im deutschen Grundgesetz ist verankert, dass eine deutsche Regierung hier per Lastenausgleich in einem Extremfall auf Vermögen, insbesondere Immobilienvermögen, zugreifen kann. Das ist im Lastenausgleichsgesetz geregelt. Dieses Gesetz führte 1948 dazu, dass bei sämtlichen deutschen Immobilien ab einem bestimmten Wert eine Zwangshypothek von 50% eingetragen wurde, die dann innerhalb von 30 Jahren zurückbezahlt werden musste. Warum soll es jetzt nicht anders sein? Der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg, kannst du sagen, war vielleicht schön und gut. Hier sind auch schon lange die letzten Mittel geflossen. Trotzdem hat sich die Regierung bisher geweigert, das Lastenausgleichsgesetz abzuschaffen. Hätte sie ja machen können. Aber warum sollte sie es machen? Wenn sie irgendwann nochmal erwägt, einen solchen zweiten Lastenausgleich, wie immer er dann heißen wird, einmalige Vermögensabgabe, irgendwas Seltsames mit Sondervermögen, wer weiß schon, wenn sie eine solche Maßnahme nochmals ergreifen will, wäre sie ja blöd, wenn sie die dafür notwendige gesetzliche Grundlage, die ja bereits gegeben ist, einfach wieder abschafft. Ich rate dir, dich mit diesen Szenarien zu beschäftigen, denn möglicherweise hast du noch ein paar Jahre Zeit, dich davor zu schützen. Wie ich bereits anfangs des Videos angesprochen habe, werden wir Anfang Juli 2024 ein Seminar in Zürich veranstalten. Wir haben es das Plan B Seminar genannt, wo du lernst, wie du dich hier schützen kannst und dein Vermögen vor der Zugriffigkeit des Staates in Sicherheit bringen kannst. Folgende Maßnahmen werden dort zum Beispiel besprochen. Wie kannst du eine zweite Staatsangehörigkeit erwerben oder vielleicht mehrere Staatsangehörigkeiten? Wie kannst du Aufenthaltsgenehmigungen im Ausland erhalten, dass du schnell das Land verlassen kannst, wenn du es denn als notwendig erachtest? Wie kannst du zum Beispiel Edelmetalle im Ausland lagern? Wie kannst du Konten und Depots im Ausland eröffnen? Wie kannst du Firmenstrukturen, Stiftungen, Trusts im Ausland schaffen, die dein Vermögen vor dem Zugriff des Staates sichern können? Das Ganze können wir unter einem Stichwort zusammenfassen: geografisch diversifizieren. Das ist das, worum es bei unserem Event in Zürich geht. Das ist eigentlich auch das, worum es hier bei unserem Beratungsansatz geht. Der wichtigste Schritt dabei ist ganz sicherlich der Wegzug ins Ausland. Das Thema Auswandern behandeln wir ja in vielen Videos. Erst wenn du im Ausland lebst, letztlich kannst du dich von der deutschen Besteuerung endgültig befreien. Daher spielt natürlich auch das Thema Auswandern und wie du dich genau verhalten musst, welche steuerlichen Konsequenzen zu beachten sind, Wegzugsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht und so weiter, bei unserem Event eine sehr wichtige Rolle. Aber auch wenn du noch nicht auswandern kannst und dich entscheidest, zunächst mal noch hier zu bleiben, kannst du schon heute etliche Schritte einleiten. Einige davon habe ich schon genannt, die komplett legal sind, die du auch hier von Deutschland aus konkret in Angriff nehmen kannst. Da brauchst du nicht mehr zu warten. Du kannst planen, dich vorzubereiten, kannst erste Maßnahmen ergreifen. Das alles ist Thema unseres Events. Wir haben ähnliche Events schon davor organisiert und das, was den Teilnehmern bei diesen Events am meisten gefallen hat, ist die Tatsache, dass es dort Gleichgesinnte gibt, mit denen sie sich austauschen können. Du weißt ja, wie das ist. Du machst dir Sorgen um die Zukunft, du hast bestimmte Bedenken, wie sich die Politik entwickelt. Und alle anderen, deine Freunde, vielleicht deine Familie, stecken den Kopf in den Sand. Wenn du das Thema ansprichst, halten sie dich für verrückt und du kannst im Grunde genommen dich nur hier im Geheimen, sage ich mal, damit befassen und vorbereiten, aber über dieses Thema mit niemandem wirklich sprechen. Hier bietet dir unser Event in Zürich genau die Plattform, wo du andere erfolgreiche, gestandene Frauen und Männer treffen kannst, die genauso denken wie du, die sich vielleicht schon selbst Gedanken gemacht haben und auch schon mehr als du in die Tat umgesetzt haben. Beim letzten Event in London zum Beispiel, kann ich mich erinnern, hat ein Teilnehmer gesagt, ich möchte gerne eine Stiftung in Liechtenstein gründen. Und zack, 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 gingen 3, 4, 5 Finger hoch von anderen Teilnehmern, die bereits eine solche Stiftung in Liechtenstein gegründet haben, die dir dann genau sagen können, auf was du achten musst, was ist hier ein guter Dienstleister, welchen Dienstleister besser nicht verwenden,
was ist ein fairer Preis für eine solche Dienstleistung und so weiter und so fort. Oder du überlegst dir vielleicht ins Ausland auszuwandern. Auch hier wirst du bei unserem Event viele Teilnehmer finden, die bereits im Ausland leben oder kurz davor stehen, auszuwandern oder diesen der Vergangenheit bereits in Angriff genommen haben. Vermutlich sogar will auch jemand in das Land ziehen, in das du gerne umziehen möchtest. Also, hier ist ein reger Austausch zwischen den Teilnehmern in den Pausen möglich. Beim letzten Event konnten wir nach den Pausen kaum mit dem Programm weitermachen, weil die Teilnehmer so intensiv während den Pausen miteinander gesprochen haben. Die Atmosphäre dort hat mir unheimlich gut gefallen und ich konnte an den Gesichtern und den leuchtenden Augen der anderen Teilnehmer sehen, dass es ihnen genauso ging. Daher, wenn Themen wie Vermögenssicherung, Plan B, Auswandern, Offshore für dich wichtig sind, dann lade ich dich ein zu unserem Event in Zürich, Juli 2024. Details packen wir hier in die Beschreibung bzw. den ersten Kommentar zu diesem Video rein. Es würde mich freuen, dich bei dem Event treffen zu können. Aber natürlich können wir auch schon vorher sprechen, wenn du bereits jetzt Beratungsbedarf hast, wenn du dich bereits jetzt mit dem Thema Auswandern, Plan B auseinandersetzen möchtest, vielleicht sogar mit dem Thema Gold im Ausland lagern, dann lass uns jetzt ein Beratungsgespräch führen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, Steuern zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Es würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.